Hi, mein Name ist Piers Treude, ich bin Ableton Certified Trainer seit 2011. Heute wollte ich mit euch über das Thema Grooves sprechen. Ja, und zwar Groove nicht einfach nur als Thema an sich, ja, so wie es vielleicht auch ein Drummer kennt, sondern ganz explizit in Ableton durch den Groove Pool. Was macht der Groove Pool? Ja, wofür ist er überhaupt da? Was sind diese Grooves, die eigentlich nur so vor sich hin klacken? Das sind Fragen, mit denen wir uns heute hier beschäftigen. Ich erkläre euch gerne, was ihr damit anstellen könnt und vor allem, wie ihr die Dinger saugeil einsetzen könnt, eben auch um kreativ zu arbeiten und eure Clips auf einen ganz neuen Level zu kriegen. Wenn wir mal hier links schauen, gibt es auf der Seite diese kleine Wellenform. Ja? Und das ist ein Fenster, das die meisten Leute schon direkt missachten bzw. in Ableton noch nie gesehen haben. Ja? Sehe ich ganz oft oder höre ich ganz oft eben von Leuten, die dann sagen, was, da gibt es noch ein extra Fenster? Ja, gibt es. Ja? Wenn ihr hier draufklickt, öffnet sich eben euer Groove Pool. Ja? Und da könnt ihr dann die Grooves auch reinladen. Wenn ihr mal in Ableton schaut und dann diese Liste an Grooves durchgeht, die da potenziell zur Verfügung steht, werdet ihr schnell feststellen, das ist erstmal ein bisschen ungewohnt, ja, weil da eben gar kein richtiger Sound hinterlegt ist, sondern eben nur ein Klicken. Ja. Wenn ich das mal kurz demonstrieren kann, hier auf der Seite, ihr seht hier Grooves, ja, und jetzt wähle ich mal einen Groove hier an im Preview, dann kommt nur ich gehe auf den nächsten. Aber das ist eben auch das Entscheidende. Es geht hier gar nicht um den Sound an sich. Das ist kein Sample, das ihr benutzen sollt oder könnt, sondern es geht nur um die Darstellung von Anschlagslautstärke und von Timing. Also dieser Groove hat gerade vorgegeben, dadadam, 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 dadadam. Ja? Also so ein bisschen Hoppereiter. Und genau das kann nachher auf jeden eurer Clips angewendet werden. MIDI und auch Audio. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollt, auch dazu, wie ich sowas kreativ einsetze und wie das vielleicht zu einem kompletten Track werden kann, meine neue Masterclass zum Thema Workflow, 3 Tracks in 3 Tagen, gibt es aktuell bei der Sign. Wenn ihr auf einer MIDI-Spur, ich erzeuge mir mal ganz einfach eine normale Spur, einen ganz einfachen Sound reinladet, also in diesem Fall würde ich mal einen Head-Sound oder einen Drum-Sound reinladen. Also ich nehme mir hier links mal die Drums und sage einfach, komm, mal so ein 606-Kit. Das ist geladen, jetzt erzeugen wir uns einen Clip und jetzt kommt das, was wahrscheinlich viele Leute am Anfang erstmal machen würden und setzen jetzt hiermit ja, vielleicht eine Head. Ja. Was dann passiert, hören wir uns direkt an, aber das kennt auch bestimmt jeder von euch. Das ist nämlich nicht besonders groovy. So, Stiftmodus, ich ziehe mal hier so durch und dann klingt das sehr, sehr statisch. Kann man benutzen, aber ganz ehrlich, damit reißt ihr definitiv noch keinen vom Hocker. Ja? Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze klingen würde, wenn ich eben mit Grooves arbeite. Ich habe mir auf der linken Seite schon ein paar parat gelegt und zwar sind das für mich so die wichtigsten Groove-Geschichten. Erstmal ganz einfache klassische Quantisierungsgrooves auf Achtel und auf Sechzehntel und dann kommen eben nochmal ein bisschen rhythmischere Grooves aus dieser Cowbells-Familie und die sind mit unterschiedlichen Anschlagslautstärken belegt. Was das bedeutet, sehen wir jetzt gleich. Ich gehe mal her und wähle unten im Clip den ersten Groove an, also Achtel quantisiert. Und ihr seht auf einmal, ich habe doch Sechzehntel angespielt. Jetzt macht er aber Achtel draus. Das ist eben das Geheimnis. So habe ich das Ganze hart auf Achtel quantisiert. So, wenn ich jetzt auf die Sechzehntel gehen würde, natürlich Sechzehntel, aber immer noch sehr statisch. Und jetzt Cowbells. Ja, da wird das Ganze schon viel rhythmischer. Ja, nehmen wir jetzt mal die 25%, dann wirkt sich eben auch die Velocity richtig stark aus. Also der Groove verpasst jetzt euren Heads eine Anschlagsdynamik. Und dadurch wird das Ganze mal lauter, mal leiser und wird schon sehr lebendig. Das sind eben genau die Einsatzzwecke, die wir auch nutzen wollen. Manchmal braucht ihr aber dann vielleicht nicht ganz so viel, deswegen mache ich mir von sowas dann auch gerne eben halt einen Klon, indem ich einfach hier duplizieren sage und in dem sage ich dann, ich brauche nicht ganz so viel Anschlagsdynamik, vielleicht reichen mir auch 10% und dann wähle ich eben den an. Wichtig ist so, dass ihr im Track insgesamt versucht, innerhalb einer Groove-Familie zu bleiben. Also wenn ich jetzt hergehen würde und einen Samba
mit einem Bossa Nova und irgendwie noch was mische, dann kommt da in der Regel auch nichts Sinnvolles bei raus. Ja? Das ist dann einfach nur noch verquer. Aber wenn ihr so innerhalb einer Familie bleibt, in diesem Fall zum Beispiel diese Cowbells Grooves, und dann mehr Clips im Laufe der Zeit immer weiter da reinlegt, dann wird das Ganze irgendwann auch richtig schön homogen. Ja? Wie das klingen kann, hören wir uns jetzt an, und zwar einfach indem ich noch mehrere Sounds aus diesem Projekt einfach mal mit in die Grooves reinnehme. Den Shaker hier habe ich auf 10% Velocity, dann nehme ich noch den Drumbeat hier, setze den ebenfalls auf den Groove. Ja, nehmen wir mal ruhig den hier, den wir noch gebaut haben. Ja, und dann höre ich mir die Spuren eben gemeinsam hier an, auf Solo geschaltet. Das waren jetzt der und er mit der Kick. Und dann schauen wir mal, wie die drei zusammen klingen. Das ist schon recht stimmig. Und jetzt würde ich mal einfach faken, wie das Ganze ist, wenn wir eben nicht mit den Grooves arbeiten. Das kann ich ganz einfach hier oben links, da wo die 100% stehen. Das bedeutet 100% Groove-Quantisierung momentan. Wenn ich die auf 0 setze, dann tut das ganze Ableton-Projekt mal eben so, als gäbe es gar keine Grooves. Also ich ziehe mal runter auf 0 und so klingen die eigentlich. Ist schon ein brutaler Unterschied. Das hier klingt wie: Mama, ich habe da ein neues Programm, ja, und das macht Musik, und auf 100% sind wir da schon viel mehr im Bereich von, jo, das könnte ich mir vorstellen, das sind echte Drums. Also hier helfen euch definitiv die Grooves, so richtig schön ein bisschen Leben und Natürlichkeit reinzubringen. Die können aber noch viel mehr, unter anderem hart quantisieren. Und was ich damit meine, sehen wir jetzt. Schnappen wir uns zum Beispiel hier eine der Basslines. Wenn ich einen Clip habe, in dem, ich sag mal, mehr oder weniger erstmal so ein, ja, ich sag mal, rhythmisches Ungleichgewicht besteht. Ja, also ich setze hier einfach mal wild ein paar rein, ja, und wir tun mal so, als hätte ich das live eingespielt. Dann kommt da natürlich am Anfang noch nicht so richtig was Cooles bei raus, weil das klingt jetzt ein bisschen wild. Ja, also ich mache den mal mit an. Ja, ihr merkt schon, bom, 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 ja, also. Das ist jetzt so, ja, vielleicht okay, aber also richtig, richtig gut ist das nicht. Stattdessen gehe ich eben her und setze auch hier mal einen Groove rein. Das heißt, ich könnte jetzt überlegen, wie will ich das Ganze überhaupt quantisieren? Noch näher wieder an die Sechzehntel ran oder vielleicht an eine Achtel. Und dann wähle ich mir den passenden Groove aus. Die sind jetzt derzeit hier mit 100% hart an dieses Groove-Raster angelehnt. Das heißt, der geht wirklich zu 100% jetzt auf die Sechzehntelstellen. Hören wir mal. Ist aber in diesem Fall tatsächlich dann schon die, ja, deutlich bessere Variante. Das klingt dann schon etwas amtlicher. Guck mal, ob ich den Filter noch ein bisschen öffne. So, dann hören wir uns das Ganze mal an, wie es mit Achteln wäre. Weniger Schläge natürlich jetzt. Aber auch da ein interessantes Ergebnis. Und ich kann jetzt sogar hergehen und auch hier bestimmen, möchte ich das wirklich zu 100% an dieses Raster oder soll er sich nur annähern? Auch das gar kein Problem. Ich könnte also jetzt im ausgewählten Achtel Quantize einfach mal sagen, nähere dich doch nur zu 50% eben an die Position der Achtelnoten. Und dann kann ich einfach reinklicken und mal schauen, wie viel brauche ich denn? Ah, da klingt tatsächlich in dem Fall mal die 100% am besten. Absolut. Na gut. Also so habt ihr wirklich die Möglichkeit, hier Sachen direkt hart an so ein Raster ranzusetzen. Das ist zum Beispiel auch mega praktisch, wenn ihr über einen Audiofile verfügt und das Audiofile sitzt nicht ganz. Ich sehe immer wieder, die Leute tun sich wahnsinnig schwer damit, die Warp-Marker dann genau zu platzieren. Das ist überhaupt nicht nötig. Ja? Diese Warp-Marker, die vorgeschlagenen Transienten, werden von Ableton automatisch an solche Positionen gesetzt. Wenn ich jetzt mal einen Loop rausnehme, ich gucke mal eben in den Samples, ob wir da irgendwas finden, das jetzt ein bisschen mehr Richtung ja, Echt-Drumming geht. Schauen wir doch mal nach Loop. Und dann ist hier vielleicht, ja, muss kein Drumming sein, der Gitarrenloop funktioniert auch
So, ich ziehe mit dem mal rüber ins Projekt. Und ihr seht ja oder hört ja schon, der ist jetzt auch nicht gerade vom Timing so, dass man das Gefühl hat, dass der ja, rund läuft. Ja? Das ist gelegentlich hier immer mal ein bisschen off. Ja? Und genau das können wir eben super einfach mit einem Groove ändern. Ich markiere mir hier einfach einen Teil, den ich jetzt loope. Und dann lasse ich den einfach mal mit der Kick laufen. Das ist nicht so richtig tight, ne? Nah dran, aber eben nicht richtig tight. Und guck mal, was jetzt passiert, wenn ich eben auf Achtel quantisiere. Schon ist es da. Anderer Modus, komplex. Oder auf Sechzehntel. Da kriegt ihr ja so einen Polka-Touch, das mag ich jetzt nicht so. Die Achtel fand ich ganz gut. Und dann könnte ich auf Beats sogar noch hergehen und das Ganze hier ein wenig kürzen. Dann schneide ich hinten den Envelope ein bisschen ab. Das heißt, der nimmt wie ein Transient Designer den Anfang wie eine Tag und danach wird es immer kürzer, kürzer. Und schon habt ihr ein total passendes rhythmisches Element aus der Gitarre jetzt erzeugt, das dann halt nicht mal anhand der Warp-Marker von euch noch irgendwie nachjustiert werden muss. Ein bisschen Delay drauf. Stilistisch ist es jetzt eine Sache, muss nicht jedem gefallen, aber das Prinzip dahinter wird euch vielleicht direkt einleuchten, ist ein ziemlich geiles. Ich lade egal was da rein, jage es auf den passenden Groove und das Timing stimmt sofort in Echtzeit. Das ist Echtzeitquantisierung, Leute. Nutzt das. Richtig cooles Feature. Zu guter Letzt wollte ich euch auch noch zeigen, wie ihr das richtig cool kreativ nutzen könnt. Und zwar alleine dasselbe Prinzip auch um Stücke zu zerhackseln. Also ihr müsst nicht euch einen Riesenaufwand machen, indem ihr ein Gate oder irgendwelche, ja, ich sag mal, extra Plugins benutzt, die euch das Ganze dann wieder so in kleine Stücke und Fetzen zerreißen. Das könnt ihr direkt in Ableton mit den Grooves erledigen. Wenn ich mir zum Beispiel mal das Pad nehme, hier aus dieser Spur, und ich lasse das einfach dann mal normal im Loop laufen. Wartet, ich ziehe mir mal gerade einen Clip hier runter. So, den einmal hier ganz normal im Loop laufen lassen. So, so. So, und jetzt die Kick wieder dazu, dann haben wir ein bisschen einen besseren Überblick, was so die Rhythmik betrifft. Und jetzt passt auf, was ich tue. Ich gehe einfach her, schnappe mir hier einen kleinen Teil, der dann von mir aus als Loop läuft. Und wenn ich das hier jetzt so ein bisschen Transgate-mäßig zerstückeln möchte, ganz einfach, ich kann hier Marker setzen. Das sind die Marker, die er nachher benutzt und die eben an diese Groove-Position setzt. Und dann wähle ich mir wieder einen Groove aus, wähle mir das passende Format, in dem Fall Beats, weil ich möchte ja kürzen. Einfach abgespielt und schon habe ich ja, ein richtig cooles rhythmisches Muster, das direkt aus einem stehenden Pad erzeugt wurde. Ganz einfach. Wenn ich möchte, dass da gar keine Lücke ist, ich kann auch hier wieder mit krummen Looplängen arbeiten. Ja. Und ja, das sind eben so Geschichten, die gehen extrem einfach mit den normalen Quantisierungsfunktionen von Ableton. Es gibt natürlich die etwas komplexeren Grooves, die dann halt wirklich für Drummings eher geeignet sind oder um alle eure Clips so ein bisschen zusammenzufügen. Ja, also das benutze ich dann tatsächlich auch oft, um eine Bassline in denselben Groove reinzubringen wie meine Drums. Das klingt dann so richtig echt. Ja? Oder super geil, um eben hier sowas auseinanderzureißen. Ihr könnt auch irgendeine Aufnahme reinpacken, ganz egal was, ja? Ein Vocal, und das auf die Art hart an Raster quantisieren. Das wird immer passen und da kommen total spannende Ergebnisse daraus. Das nutze ich sehr gerne, auch im Kreativprozess. Einfach um mal mit Audiofiles rumzuspielen und mal zu schauen, was für Effekte man da vielleicht basteln kann auf die Art. Tolle Funktion und ich hoffe, ihr werdet demnächst die Grooves genauso lieben lernen wie ich. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Rumexperimentieren. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollt, auch dazu, wie ich sowas kreativ einsetze und wie das vielleicht zu einem kompletten Track werden kann. Meine neue Masterclass zum Thema Workflow, 3 Tracks in 3 Tagen, gibt es aktuell bei der Sign. Viel Spaß damit!